Der Herr sei mit euch. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Wir begrüßen Sie und euch zum Gottesdienst am 6. Sonntag nach Trinitatis mit dem Wochenspruch aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Am kommenden Sonntag herzliche Einladung zum YouTube-Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Pfarrer Ude und zum Präsenzgottesdienst um 11 Uhr in Gemünd mit Pfarrer Schumacher. Wenn Sie zum Präsenzgottesdienst sicher einen Platz haben möchten, melden Sie sich bitte bis Freitag 12 Uhr im Gemeindebüro an. Sie können aber auch gerne am Sonntag ohne Anmeldung spontan kommen. Bis zu 30 Personen finden in der Gemünder Kirche Platz. Darüber hinaus ist ein Einlass zurzeit leider nicht möglich. Die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Während des Gottesdienstes muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Auf Gemeindegesang muss leider verzichtet werden. In der Galerie Eifelkunst im Franziskushaus in Schleiden findet noch bis zum 31. Juli eine Ausstellung zum Thema Indigene Völker in Tolima, Kolumbien statt. Die Ausstellung kann jeweils freitags und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Absprache besucht werden. Mit der heutigen Kollekte, die Sie gerne auf das Konto der Kirchengemeinde überweisen können, auch diese Daten finden Sie auf der Homepage unserer Gemeinde, unterstützen Sie die gesamtkirchlichen Aufgaben der evangelischen Kirche in Deutschland, wie zum Beispiel Frieden stiften und Versöhnung lernen. Schülerinnen und Schüler, Studierende und Kinder an evangelischen Kindertagesstätten lernen hier, Streit zu schlichten, Konflikte zu erkennen und Versöhnung zu gestalten. Sie werden dabei inspiriert von Einblicken in die Friedensarbeit in anderen Ländern und Kontinenten. Sie erleben Begegnungen und Zusammenarbeit mit kleineren und größeren Friedensstiftern auf dieser Erde. Im Opferstock sammeln wir in diesem Monat für den Verein Juden im Tal Hellental. Alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut im Namen unseres Herrn Jesus Christus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Wir wollen unseren Gottesdienst nun einsingen mit dem Lied Morgenlicht leuchtet im Gesangbuch, die Nummer 455, und wir singen alle 3 Strophen.
Wir wollen beten mit Worten aus dem Psalm 111 im Gesangbuch die Nummer 748. Und wir beten wie gewohnt im Wechsel. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat sein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltige Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind recht und verlässlich. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Gott, du hast uns gerufen. Du bringst Menschen aus aller Welt zusammen. Du nennst uns alle in der Taufe beim Namen. Gott, wir vertrauen dir an, was unser Herz beschwert. Wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld. Gott, du bist in unserer Mitte. In deiner Liebe nimmst du uns alle an. Du hörst, wenn wir zu dir rufen, Herre Gott, erbarme dich. Kyrie eleison. Ich will meinen Geist in euch geben, sagt Gott. Ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir wollen still werden und beten. Gütiger Gott, du hast uns das Leben geschenkt. In der Taufe wendest du dich uns zu. Du kennst uns mit Namen. Wir bitten dich, zeige uns, dass wir einmalig sind und wie wunderbar du uns geschaffen hast. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in alle Ewigkeit. Amen.
Am Ende des Matthäusevangeliums gibt uns Jesus den Auftrag, seine frohe Botschaft weiterzusagen und Menschen im Namen des dreieinigen Gottes zu taufen. Das Beste ist, er verspricht uns, immer dabei zu sein. Wir hören aus Matthäus 28 die Verse 16 bis 20. Der Missionsbefehl. 16, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie, ihr Alten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Halleluja. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Halleluja. Auf das Wort der Schrift hin wollen wir unseren Glauben bekennen. Und heute, weil es ein besonderer Sonntag ist, nämlich der Tauferinnerungssonntag, singen wir unser Glaubensbekenntnis. Wir finden es im Gesangbuch unter der Nummer 184 unter dem Titel Wir glauben Gott im höchsten Thron. Wir strecken uns nach dir. Im Gesangbuch die Nummer 664 und wir singen die Strophen 1 bis 3. Wir strecken uns nach dir.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, erinnern Sie sich noch an Ihren Sportunterricht? Erinnern Sie sich noch daran, wenn es darum ging, Mannschaften zu bilden? 2 Schülerinnen oder Schüler durften, nachdem sie über Tipp-Top herausbekommen hatten, wer anfängt, abwechselnd ihre Mannschaften wählen. Manche wurden regelmäßig sofort gewählt, andere blieben bis zum Schluss übrig. Und es waren oft dieselben. Wonach wird ausgewählt? Die Beliebten und Sportlichen sind natürlich heiß begehrt und die Unsportlichen und Unbeliebten bleiben oft bis zum Schluss auf der Bank. Für manche sehr unangenehm. Wie die Mannschaften sich zusammensetzen, war abhängig von den Personen, die auswählten. Und das musste ich im Sportunterricht immer berücksichtigen. Menschen wählen aus. Gott erwählt. Erwählung hat eine andere Tragweite. Erwählung hat etwas mit dem Verhältnis von Gott zu uns Menschen zu tun. Das sagt auch der Wochenspruch aus dem Buch des Propheten Jesaja, den wir gerade gehört haben. Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Die Rede von der Erwählung ist grundlegend für das Volk Israel, das Gott aus der Gefangenschaft in Ägypten und später aus der babylonischen Gefangenschaft befreit hat und grundlegend auch für uns Christinnen und Christen. Der heutige Sonntag, der 6. Sonntag nach Trinitatis, ist der sogenannte Taufsonntag oder Tauferinnerungssonntag. Dieser Sonntag heute erinnert uns an unsere Taufe. Die meisten von uns können sich nicht bewusst daran erinnern, allenfalls über das, was sie erzählt bekommen haben von Eltern oder Paten. Die neutestamentlichen Texte erzählen, wie Jesus sich hat taufen lassen. Und später gebot er den Jüngern: Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Taufe leiten wir also her aus dem Neuen Testament. Der Predigttext ist aus dem Ersten Testament, aus dem Alten Testament. Es geht um die Erwählung des Gottesvolkes Israel. Beides, die Erwählung durch Gott und die christliche Taufe, gehören eng zusammen. Denn durch Jesus haben auch wir Christinnen und Christen Anteil an der Erwählung des Gottesvolks. Durch die Taufe sind auch wir erwählt. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, aus dem 7. Kapitel, die Verse 6 bis 9 und 11 bis 13. Und so steht geschrieben: Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter den Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und so erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Du sollst das Gebot und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen halten, die zu tun ich dir heute befehle. Und es wird geschehen, dafür, dass er diesen Rechtsbestimmungen gehorcht, sie bewahrt und sie tut, wird der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat.
Und er wird dich lieben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes, dein Getreide, deinen Most und dein Öl, den Wurf deiner Rinder und den Zuwachs deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Liebe Gemeinde, hier in dem Predigtext werden andere Merkmale genannt, die für Gottes Erwählung wichtig sind. Hier zählen nicht Größe, Beliebtheit oder Sportlichkeit. Gerade das zählt nicht, denn es steht geschrieben: Ich habe dich erwählt, denn du bist das Kleinste, das Geringste unter allen Völkern. Es gibt also keine besondere Tat oder Verdienste als Grund für die Erwählung. Gott befreit sein Volk aus der Knechtschaft, aber sie fangen an zu klagen und wollen zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurück. Gott gibt ihnen Gebote und gute Lebensregeln und das Volk tanzt um das goldene Kalb. Und dennoch bleibt Gott seinem Volk treu, lässt es nicht fallen. Erwählung hat mit Beziehung zu tun. Gott hat euch erwählt, weil er euch geliebt hat, sagt der Text. Und deshalb baut Gott eine Beziehung zu seinem Volk auf. Das Volk nimmt Gott wie einen Vater oder eine Mutter wahr. Denn es steht bei Jesaja im 66. Kapitel: Ich will euch trösten, wie seine Mutter tröstet. Und fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit, heißt es beim Propheten Jesaja. Der Beter von Psalm 139 nimmt die schützende Nähe Gottes wahr. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Erwählung hat entscheidend mit Trost und Schutz zu tun. Wie ein schützender Anzug legt sich Gottes Fürsorge um uns. Und genau deshalb wählen viele Eltern diesen Vers als Taufspruch. Sie wissen, dass sie allein mit der Verantwortung für ihre Kinder überfordert sind. Der Psalmbeter hat Gott als seinen Schöpfer erkannt. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Erwählung ist das entscheidende Merkmal für die Beziehung zu Gott. Und dabei ist deutlich, in der Beziehung zu Gott habe ich zunächst eine passive Rolle. Aktiv werde ich erst, wenn ich auf die Erwählung reagiere, so wenn ich mein Leben bewusst unter den Segen Gottes stelle. Das heißt nicht, dass mein Leben nur auf den Höhenpfaden verläuft. Sicher nicht. Das wissen wir alle. Das heißt vielmehr, dass ich auch auf den Wegen, die durch Täler führen, die manchmal dunkel und unwegsam sind, nicht allein bin. Gott führt mich. Das sehe ich, wenn ich wieder aus dem dunklen Tal aufsteigen kann und zurückschaue, dass ich da nicht allein war. Bei all den positiven Gedanken zum Thema Erwählung hat der Begriff allerdings auch wie die Schwaben sagen, ein Geschmäckle. Die bei der Zusammenstellung einer Sportmannschaft bis zum Schluss übrig sind, sind meist frustriert und traurig. Unter vielen ausgewählt zu werden, hat etwas mit Bevorzugung zu tun. Hier aber unterscheidet sich das Bild von der Auswahl in eine Sportmannschaft von der Erwählung durch Gott außerordentlich. Was wäre der Grund, das Volk Israel zu bevorzugen? Was gibt uns als Getaufte einen Grund, bevorzugt zu werden? Nichts. Denn einzig und allein Gottes Liebe zählt. Als ich das Statusbild heute für den Tauferinnerungsgottesdienst im Internet suchte, fand ich eins, das genau das auf ziemlich kitschige Weise ausdrückt. Ein knallrotes Herz mit der Überschrift: Weil ich dich liebe. Gottes Liebe zu all seinen Geschöpfen, unabhängig von Alter,
Hautfarbe, Bildung, Vermögen, also ohne Ansehen der Person. Und das ist das Entscheidende. Die Liebe Gottes kann ich mir nicht erarbeiten oder verdienen. Gottes Liebe ist grundlos, auch im übertragenen Sinn, also bodenlos. Deshalb haben wir kein Recht, uns über andere zu erheben. Hass, Fanatismus und religiöse Intoleranz sind keine Merkmale einer Religion, sondern Zeichen der Missachtung der Menschenwürde. Die Erwählung, die durch Gott geschieht, ist aus einem anderen Stoff. In den biblischen Erzählungen ist die Erwählung Israels ein Bund, den Gott mit den bereits Erwählten schließt. Ein Bund, der von Gottes Seite unverbrüchlich ist. Denn es war Abraham, dem Gott die Treue zugesagt hatte, als er ihn losschickte mit seiner Frau und dem Bruder Lot, um das Land zu finden, in dem Milch und Honig fließt. Ein Land für die Nachkommen, die so zahlreich wie Sterne am Himmel sein werden. Gottes Liebe und Fürsorge sind die Bindeglieder zwischen uns Menschen und Gott. Für uns Christinnen und Christen ist dieses Bindeglied Jesus Christus. In ihm zeigt sich Gottes Liebe zu uns. Und liebe Gemeinde, was kann der 6. Sonntag nach Trinitatis, der Taufsonntag für uns heute bedeuten? Lieder, biblische Texte und Gebete drücken auf je eigene Weise aus, was uns Erwachsene mit der Taufe verbindet. Wir taufen auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Damit wird deutlich, dass wir mit der Taufe unzertrennlich mit dem dreieinigen Gott verbunden sind. Einmal getauft, hat man die Taufe für immer an der Backe, sagte in dem Taufkurs, den ich als Predikantenanwärterin war, eine andere Predikantenanwärterin. Egal, ob wir als Säuglinge, Jugendliche oder Erwachsene getauft werden, Gottes Versprechen gilt immer und für immer. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Taufe ist die Aufnahme in die weltweite Kirche Jesu Christi. Erwählung, das ist die liebevolle Zuwendung Gottes, die wir in der Taufe erfahren. Wir sind dadurch keine besseren Menschen, das wäre ja nämlich schön. Aber wir können gelassen und zuversichtlich durch das Leben gehen, weil Gott nicht unsere Leistung zählen, sondern einzig unser Vertrauen. Denn von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte das eine
Wir wollen Fürbitte halten. Gott, du bist ewig, wir sind es nicht. Kurz ist unsere Zeit in dieser Welt und wenig Kraft trauen wir uns, unseren Worten und unseren Taten zu. Wir wollen uns nicht verlieren in unserer scheinbaren Bedeutungslosigkeit, sondern unser Hoffen und Wehen in deine Hand legen. Du bist ewig. Wir sind wie Lichtblitze in der Nacht. Dein Licht aber strahlt weit in die Dunkelheit und jeder kann es sehen. Wir entzünden ein Licht für die, die am Leben und sich selbst verzagen, für die Verzweifelten, die Angstvollen, die Hoffnungslosen, die vom Leben müde gewordenen. Gott, gib ihnen Trost und lass sie spüren, du siehst sie, du liebst sie, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir entzünden ein Licht für die, die in den Kriegen dieser Welt umkommen, für die, die ihren Tod zu verantworten haben, für die, die sich nicht mehr am Elend stören. Gott, gib ihnen Trost und lass sie spüren, du hörst sie, du liebst sie, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir entzünden ein Licht für die, die sich verstecken müssen wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Weltanschauung, ihrer Sexualität oder Identität. Gib ihnen Trost und lass sie spüren, du kennst sie, du liebst sie, du hast Wort des ewigen Lebens. Wir entzünden ein Licht für die, die krank sind oder Abschied nehmen mussten von geliebten Menschen, für die Trauernden, für die, die sich nicht mehr außer Haus trauen. Gott, gib ihnen Trost und lass sie spüren, du spürst sie, du liebst sie, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir entzünden ein Licht für die, die ihr Glück in beruflichem, finanziellem oder sozialem Erfolg suchen, die nach Anerkennung und Geltung suchen, die das Gefühl haben, nie genug zu haben oder zu sein. Gott, gib ihnen Trost und lass sie spüren, du trägst sie, du liebst sie, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir entzünden ein Licht für unsere Anliegen, die wir in die Stille mitnehmen. Gott, gib deinen Trost und lass spüren, du bist gnädig, du liebst, du hast Worte des ewigen Lebens. Denn du, Herr Jesus, bist der Freund der Menschen. Deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deshalb setzen wir unsere Hoffnung auf dich und loben und preisen wir dich zusammen mit Gott und dem Heiligen Geist. Und gemeinsam beten wir weiter mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Zum Schluss singen wir das Lied Segne und behüte im Gesangbuch die Nummer 575, die Strophen 1 bis 3.
ganz zum Abschluss möchte ich allen danken, die hier in meinem Team sind. Tanja Weidenhaupt als Presbyterin, die ihren Dienst ganz toll erledigt hat. Wie gewohnt dem Torge, der an der Technik sitzt. Werner Winkler am E-Piano, heute ganz live. Und im Hintergrund, der alles stützt durch seine Anwesenheit, Oliver Joswig, und der den Chat bedient. Ganz herzlichen Dank und Ihnen und euch allen in der Welt einen gesegneten Sonntag.